Hallo, ich freue mich, dass ihr wieder bei mir eingeschaltet habt. Ich bin Nicole von Nicoles Zuckerwerk. In meinem heutigen Video habe ich eine Einhorn-Horntorte für euch, die ich trotz der vielen Pannen und Macken, die mir hier heute bei dieser Torte passiert sind, euch nicht vorenthalten möchte. Ich hatte zu wenig Teig angeschlagen, mir hatte Kuchen gefehlt, ich musste die Spitze mit Cake-Pop-Masse nacharbeiten und nachher bei der Deko hat nichts funktioniert, so wie ich mir das vorgestellt habe. Es kam dann Plan B zum Tragen. Trotz der Macken, trotz der Pannen möchte ich euch natürlich diese wunderschöne Torte, ich finde sie zumindest wunderschön, nicht vorenthalten. Was ich an Rezepten alles benötigt habe, das seht ihr jetzt nicht mehr in diesem Video. Das schreibe ich euch aber alles auf meinem Blogbericht und den Blogbericht verlinke ich euch am Ende des Videos. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß bei meiner Einhorn-Horntorte. Ich habe die Kuchen schon am Tag zuvor gebacken, denn so lassen sie sich nun super durchschneiden und auch weiterverarbeiten. Angerührt habe ich hierfür knapp das 4-fache Rezept meines Rührkuchenrezeptes, aber ihr findet ja alles auf meinem Blog nochmal zum Nachlesen. Zuallererst schneide ich von allen Kuchen den etwas dunkel gebackenen Boden und Deckel weg. Anschließend werden alle Kuchen aufeinander gestapelt und gefüllt. Ich nehme heute eine italienische Buttercreme zum Füllen. Außerdem habe ich noch Läuterzucker zum Tränken der Kuchenböden, dass sie schön saftig bleiben. Und ich brauche noch Cakeboards. Ich verwende hier eine Tortenpappe. Diese kommt als allerunterstes und ist genauso groß wie der untere Kuchen. Hier drauf gebe ich etwas Buttercreme und gebe den ersten Kuchen oben drauf. Anschließend wird der Kuchen mit dem Läuterzucker getränkt und mit Buttercreme gefüllt. Das Ganze mache ich bis ganz nach oben, bis zu der obersten und kleinsten Torte. Zwischendrin wird die Torte gestützt und dazu schneide ich mir wieder ein Cakeboard zurecht, beziehungsweise ich verwende ja heute Tortenpappen und nehme als Stützen heute Cake-Pop-Stiele, die ich mir mit einem Lebensmittelfarbstift anmarkiere und in entsprechender Größe zurechtschneide. Die Stützen zwischendrin verhindern, dass die Torte durch ihre Größe, durch ihre Schwere nicht ineinander sackt. Nun geht die Torte für mindestens eine Stunde zum Festwerden in den Kühlschrank, bevor sie dann zurechtgeschnitten wird. Damit ich die Torte auch schön gleichmäßig schneide, markiere ich mit einem runden Ausstecher oben den Kuchen und schneide dann mit einem scharfen Messer die Torte zurecht.
Die Reste des Kuchens habe ich zusammengenommen, da mein Kuchen ja nicht hoch genug war, ich nicht genügend gebackenen Kuchen hatte. Ich habe die Reste zerkrümelt und mit etwas weißer Schokoladenganache gebunden und damit die Spitze des Einhornhorns ausgearbeitet. Nachdem ich dies dann fertig modelliert hatte, habe ich die Torte wieder in den Kühlschrank gegeben, damit alles wieder schön fest werden kann, bevor sie mit der weißen Schokoladenganache eingestrichen wird. Die erste Schicht dient in allererster Linie zur Krümelbindung. Diese muss noch nicht ganz so super ordentlich sein, muss dann für mindestens eine halbe Stunde in den Kühlschrank zum Festwerden und anschließend wird noch eine zweite Schicht oben drüber aufgetragen. Diese wird mit einer Teigkarte geglättet und anschließend, wenn ihr mit eurem Ergebnis zufrieden seid, die Torte schön glatt ist, muss sie nochmal in den Kühlschrank. In der Zwischenzeit habe ich mich aber schon mal um den Fondant gekümmert. Ich habe jeweils 300 Gramm weißen Fondant in lila, blau, hellgrün, gelb, orange und rosa eingefärbt. Diese gebe ich dann in die Fondantpresse mit dem großen runden Lochaufsatz und presse mir damit ganz viele Stränge aus. Damit diese nicht austrocknen, habe ich sie mit Frischhaltefolie abgedeckt. Dieser Arbeitsschritt hat bei mir sehr, sehr lange gedauert. Ihr solltet auf jeden Fall genügend Zeit dafür einplanen. Allein fürs Auspressen habe ich um die 2 Stunden benötigt. Das sieht zwar im Video immer alles so schnell aus, aber in der Realität dauert das doch ein ganzes Weilchen, bis ganz viele Stränge vorbereitet waren. Anschließend hole ich die Torte, bestreiche sie mit essbarem Zuckerkleber und klebe die Stränge nacheinander bis ganz nach oben auf. Ich gehe immer in der gleichen Reihenfolge vor, erst lila, dann blau, anschließend hellgrün, gelb, orange und rosa. Ganz besonders achte ich immer darauf, dass die geschnittenen Enden möglichst an einer Stelle hinten an der Torte sind.
Anschließend rolle ich mir die Reste, die ich von dem gefärbten Fondant noch übrig hatte, aus, nehme diese Blumenausstecher und steche damit ganz viele Blümchen aus, die ich auch mit dem essbaren Zuckerkleber an die Torte festklebe. Mit einem Zahnstocher markiere ich es mir etwas an, wo die Blumen herunterlaufen sollen. Bitte wundert euch nicht, an manchen Stellen ist etwas goldene Farbe. Die Blümchen waren ja nur Plan B, denn die eigentliche Deko, die ich für diese Torte gedacht hatte, wollte einfach nicht funktionieren und deswegen habe ich Plan B mit den Blümchen gefertigt. Also bitte nicht wundern, wenn an manchen Stellen kleine Löcher oder goldfarbene Farbe zu sehen ist. Anschließend nehme ich mir goldene und silberne Zuckerperlen und klebe jeweils eine in die Blümchen hinein. Meine Torte steht nun wieder im Kühlschrank und in der Zwischenzeit kümmere ich mich um das Cakeboard. Mein Cakeboard ist eine Kaperplatte, das ist eine Leichtschaumplatte, die ich nun mit Fondant eindecke. Dazu rolle ich mir genügend Fondant aus, klebe diesen mit Zuckerkleber fest. Mein Cakeboard hatte einen Durchmesser von 30 cm und eine Dicke von 10 mm. Die Überreste, die jetzt überstehen, nehme ich mit einem Marzipanmesser weg. Anschließend wird der Fondant nochmal geglättet und dann kann auch schon die Torte oben drauf. Und damit diese kleben bleibt und nicht verrutscht, nehme ich mir noch etwas Schokoladenganache. Ich hatte noch einen kleinen Rest, streiche diesen hier drauf und hier gebe ich dann die Torte oben drauf. Da ich die Torte verschenkt habe, habe ich noch mit Buchstabenausstechern den Namen ausgestochen. Diese lege ich erst locker auf das Cakeboard drauf, rutsche sie an die richtige Stelle und anschließend befestige ich sie mit essbarem Zuckerkleber. Zu guter Letzt bekommt das Cakeboard noch ein Zierbändchen, was ich im hinteren Bereich mit einer Stecknadel befestige. Wie ich schon zu Anfang gesagt habe, könnt ihr alles nochmal in meinem Blogbericht nachlesen auf www.nicoleszuckerwerk.de. Den Link zu dem passenden Blogbericht findet ihr jetzt hier oben in der Infocard und natürlich auch hier unter dem Video in der Infobox. Da schreibe ich euch alles rein, was ich an Rezepten benötigt habe, was ich an italienischer Buttercreme benötigt habe, wie Läuterzucker und auch Ganache hergestellt wird. Ich freue mich, dass ihr heute bei mir eingeschaltet habt und wenn ihr noch weitere Videos von mir sehen möchtet, dann klickt einfach hier rechts oder links, da könnt ihr euch noch andere Videos anschauen. In der Mitte auf dem Foto könnt ihr mich gerne abonnieren und dann verpasst ihr kein Video mehr. Macht's gut, tschüss!